Hallo meine Freunde, heute mal wieder ein Film zu einem Haushaltsgerät. Wir haben Probleme mit unserem Bosch Reddy Serie 2 Akkustaubsauger. Wenn ich das Gerät einschalte, läuft die Bürste, aber, das kann ich euch gleich separat zeigen, aber saugen tut das Teil nichts, da läuft gar nichts mehr. Batterie muss ja gut sein, sonst würde hier an der Bürste nichts gehen. Da dieses Teil niedervoltig ist, können wir das jetzt auch bedenkenlos aufmachen und mal reinschauen, was da so los ist. Nehmen wir erstmal das ganze unnötige Zeug ab, tut sich immer noch nichts. Das zerlegen wir nun. Das Gehäuse besteht aus zwei Hälften, die mehrfach verschraubt sind. Wir haben aber sogar ziemlich Glück. Das sind alles normale Kreuzschlitzschrauben, Philips 1. Die machen wir jetzt einfach der Reihe nach auf. Dann geht es hier in dem Tunnel weiter. Da vorne ist noch eine zweite. Wenn ihr kräftig schüttelt, kriegt ihr die Schrauben auch raus. Zwei weitere Schrauben sind hier neben den Anschlüssen. Die zum Gehäuse gehören, ist eine andere Frage. Aufmachen schadet sicherlich nichts. Es sind jetzt auch andere Schrauben, also bei den Kontakten waren die schwarzen. Nur von selbst zum Zumachen. Griff haben wir auch noch einen im Tunnel. Die ist wieder identisch zueinander. Dieser Dichtgummi geht über beide Hälften. Vor dass wir den jetzt kalt runterquälen, mal ein bisschen warm, dann gehen die Klebstoffe meist besser ab. Schön langsam mit Wärme arbeitet, kommt der Klebstoff mit dem Schaumstoff raus. Mal ganz vorsichtig ziehen. Immer wenn es wieder eng wird, wärmer. So kommt er ganz langsam schön runter. Da oben ist am dünnsten, deswegen hatte ich mir die Stelle zum Schluss aufgehoben. Mal so ein bisschen fühlen, wo das Zeug gerastet ist. Also hier vorne scheint es so freiwillig zu kommen. Da muss irgendeine Verrastung sein in der Gegend. Und da gehen wir mal mit dem Schraubenzieher rein. Sehr schön, die ist schon aufgegangen. Aha. Wir haben da eine gewisse Chance. Das kommt auch. Jetzt kommen wir an die Bedienelemente. Die müssen irgendwie gleichzeitig raus, während wir die Schale aufmachen. Oder vielleicht kriegen wir die Schale sogar so runter. Aha. Und wir haben die Schale unten. So, jetzt erkennen wir auch den generellen Aufbau. Hier oben ist der Schalter. Hier sitzen die Batterien und hier der Motor. Und eigentlich habe ich den Fehler sofort auf den ersten Blick erkannt. Hier ist ein Draht ab am Motor. Da kann natürlich am Motor wenig gehen. Das Teil haben die auch mit ein bisschen viel Spannung hier drauf gesetzt. Da machen wir lieber ein bisschen längeres Kabel drauf. Und dann müssen wir es verlöten und dann ist eigentlich wieder gut. Ob ich da rauskomme? Ja. So kann ich den raussetzen. Ich meine, der Kontakt hat hier auch zu viel mechanische Spannung. Die versuchen wir jetzt ein bisschen zu reduzieren. Das können wir einmal dadurch machen, dass wir hier unten den Kabelbinder ein bisschen hochschieben. So, jetzt haben wir besseren Kontakt. Jetzt wird die Geschichte besser. Und nachher sichern wir das auch noch mit dem zweiten Kabelbinder. Mal schauen, wie lange die Reparatur dann hält. Wahrscheinlich besser als original. Dann löten wir das wieder vorsichtig dran. So hält es sicherlich. Prophylaktisch machen wir da auch noch einen zweiten Kabelbinder drum, weil es könnte sein, dass die Vibrationen hier doch dazu führen, dass der eine oder die andere Lötstelle bricht.
schneiden wir noch schnell ab. Und dann schauen wir mal, ob wir den Motor wieder reinbekommen. So war der drin. Da das alles niedervoltig, können wir es jetzt auch gleich ausprobieren. Läuft wie am ersten Tag. Hier ist eine Plastikausbuchtung und da unten ist das entsprechende Teil, wo die rein muss. Hier unten muss die rein. Genau da, jetzt ist sie drin. Und dann passt es hier vorne ganz genau. Und diese Seite hat auf der Gegenseite die entsprechende, weil sonst ist der Motor nicht richtig fixiert. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Jetzt setzt er den Deckel hier wieder an. Hier kommt schon alle ab, schon reingerutscht. Und da hinten passt es auch. Motor sitzt, alles gut. Dann werden die Schrauben wieder langsam eingedreht. Die machen wir noch nicht fest, nur alle ansetzen. Dann hat das Gehäuse noch ein bisschen Freiheit, wenn die ein oder andere Schraube klemmt. Windegang zu treffen. Sieht auch gut aus. Sieht man, braucht keine Kraft, um die einzuschrauben. Dann waren hier in den Kanälen die silbernen Schrauben. Und die dreht am besten ein bisschen rückwärts, dann hört man sie schön klacken. Aha. Und ab da seid ihr im alten Gang. Könnt ihr sie vorwärts eindrehen. Festmachen tun wir sie später. Da hat noch eine Clipnase gefehlt. Und dann waren die auch rein. Jetzt habe ich noch 2 über. Das waren die in den tiefen Kanälen. Das ist jetzt schon die letzte Schraube. Die können wir dann damit auch gleich festdrehen. Und die anderen werden jetzt alle nachgezogen. Trifft. Dann haben wir hier noch die kleine. So. Die von der Vorderseite noch. Jetzt können wir den Dichtgummi da wieder ansetzen. Versuchen die alte Form zu treffen. So ganz wird es nicht klappen. Aber mit ein bisschen Hitze kriegen wir den auch wieder in Position. Ja, so geht das. Und dann muss man halt hier mal ein neues Stück Filz draufkleben. Warm machen und andrücken, dann hält er auch wieder. So. Reparatur beendet. Andere hätten es wegen dieser Lötstelle schon wieder fortgeworfen. Hätte jede Menge Elektromüll verursacht. Bei uns geht er wieder. Also viel Spaß beim Reparieren. Tschüss, bis zum nächsten Video.